Argentinien bietet extrem einfache Wege zur Aufenthaltsgenehmigung und sogar zur Staatsbürgerschaft. Aber es gibt einen großen Haken: die Steuern. In diesem Video zeigen wir dir die Visa-Optionen für Rentner, Unternehmer und digitale Nomaden und enthüllen die steuerlichen und wirtschaftlichen Realitäten, die du unbedingt kennen musst. Um zu verstehen, warum so viele von einem Leben in Argentinien träumen, stell dir kurz das Land vor. Die feurige Leidenschaft des Tangos in den Milongas von Buenos Aires, die epische, windgepeitschte Weite der patagonischen Steppe und die pulsierende, europäisch anmutende Energie der Grand Boulevards. Argentinien ist ein Land der Kontraste, bekannt für erstklassiges Rindfleisch, das an einem Sonntags-Asado zischt, für samtigen Malbec-Wein aus Mendoza und eine Kultur, die trotz aller Widrigkeiten warmherzig, leidenschaftlich und unglaublich einladend ist. Für jeden, der diesen Traum verwirklichen will, ist die temporäre Aufenthaltsgenehmigung, die Residencia Temporaria, der obligatorische erste Schritt. Die gängigsten Wege hierfür sind das Pensionado und das Rentista-Visum. Diese Optionen sind ideal für Personen mit einem regelmäßigen Einkommen aus dem Ausland. Das Pensionado-Visum ist für offizielle Rentner, während das Rentista-Visum für Personen mit anderem passiven Einkommen wie Mieteinnahmen oder Dividenden gedacht ist. Der Begriff passiv ist hier entscheidend. Ein aktives Gehalt, selbst von einem Remote-Job, qualifiziert sich hierfür nicht. Die finanzielle Hürde ist im weltweiten Vergleich absurd niedrig. Du musst ein monatliches Einkommen von mindestens 5 argentinischen Mindestlöhnen nachweisen. Aufgrund der galoppierenden Inflation ändert sich der Gegenwert ständig, aber es entspricht oft nur 800 bis 900 Euro. Der Prozess erfordert jedoch eine lückenlose Dokumentation. Du brauchst offizielle, apostillierte Nachweise über die Herkunft deines Einkommens, sei es von einer staatlichen Rentenstelle oder durch Mietverträge und Grundbucheinträge. Zudem musst du nachweisen, dass das Geld auf ein argentinisches Bankkonto fließt, was zu einem klassischen Henne-Ei-Problem führt, da viele Banken ohne Aufenthaltsgenehmigung kein Konto eröffnen. Viele Neuankömmlinge lösen dies anfangs über spezialisierte Dienstleister oder indem sie Bargeld ins Land bringen und wechseln. Für Unternehmer und Investoren gibt es das Inversionista-Visum. Dies ist der Weg für alle, die in Argentinien ein Unternehmen gründen wollen. Hier reichst du einen detaillierten Geschäftsplan beim Ministerium für Industrie und Produktion ein. Dieser Plan muss überzeugend darlegen, wie dein Unternehmen der lokalen Wirtschaft zugutekommen wird, sei es durch die Schaffung von Arbeitsplätzen oder die Einführung neuer Dienstleistungen. Die Hauptanforderung ist eine Mindestinvestition in Höhe von 1,5 Millionen argentinischen Pesos. Auch hier hat die Inflation den realen Wert dieser Summe stark reduziert, was den Einstieg erleichtert. Sage und schreibe, misst du nur 1.700 Euro investieren nach aktueller Umrechnung. Der Prozess ist jedoch deutlich bürokratischer als beim Rentista-Visum und erfordert fast immer die Hilfe eines guten lokalen Anwalts und Steuerberaters, um die administrativen Hürden zu überwinden. Als modernere Alternative wurde das Visum für digitale Nomaden eingeführt. Dieses ist explizit für Remote-Arbeiter mit einem aktiven Gehalt von einem ausländischen Arbeitgeber konzipiert. Es wird für 180 Tage ausgestellt und kann einmal verlängert werden, was dir bis zu einem Jahr einen legalen Aufenthalt sichert. Es ist der perfekte Weg, um das argentinische Leben auszuprobieren. Der große Nachteil: diese Zeit zählt nicht für die 2-Jahresfrist zur Beantragung der Staatsbürgerschaft und nach einem Jahr musst du entweder das Land verlassen oder auf eine andere Visumkategorie wie das Rentista-Visum umsteigen, falls du die entsprechenden passiven Einkommensquellen nachweisen kannst. Nachdem du mindestens 2 Jahre ununterbrochen mit einer temporären Genehmigung, beispielsweise als Rentista oder Inversionista, im Land gelebt hast, kannst du die dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen. Dieser Status ist der Schlüssel zur vollständigen Integration. Du erhältst den nationalen Ausweis, den DNI, der für alles unerlässlich ist. Die Eröffnung eines Bankkontos, den Abschluss eines Mietvertrags oder eines Handyvertrags. Er gewährt dir außerdem vollen Zugang zum staatlichen Gesundheits- und Bildungssystem. Die einzige Bedingung ist, dass du während der temporären Phase nicht zu lange außer Landes warst. Was Argentinien aber wirklich einzigartig macht,
ist der schnelle Weg zur Staatsbürgerschaft. Nach nur 2 Jahren ununterbrochenen legalen Aufenthalts, eine der kürzesten Fristen der Welt, hast du ein verfassungsmäßiges Recht, die argentinische Staatsbürgerschaft zu beantragen. Dies ist kein administrativer Gnadenakt, sondern ein gerichtlicher Prozess. Du reichst deinen Antrag bei einem Bundesgericht ein und musst deine 2-jährige Anwesenheit, finanzielle Stabilität und ein sauberes Führungszeugnis nachweisen. Der Prozess kann sich über 1 bis 2 Jahre hinziehen und erfordert Geduld mit der Bürokratie. Aber das Ergebnis ist ein mächtiger Reisepass. Der argentinische Pass ermöglicht visumfreies Reisen in über 170 Länder, einschließlich des Schengen-Raums. Und als Mercosur-Bürger hast du das Recht, in Brasilien oder Uruguay frei zu leben und zu arbeiten. Zudem erlaubt Argentinien die doppelte Staatsbürgerschaft. Doch bei all diesen Vorteilen kommt hier der entscheidende Haken, der die Entscheidung für oder gegen Argentinien maßgeblich beeinflusst: die Steuersituation. Sobald du in Argentinien steuerlich ansässig wirst, ist die Party vorbei. Im Gegensatz zu Steueroasen mit territorialer Besteuerung besteuert Argentinien seine steuerlich Ansässigen auf ihr weltweites Einkommen. Jede Rente aus Deutschland, jede Dividende aus den USA und jedes Mieteinkommen aus Spanien ist dann in Argentinien mit progressiven Sätzen voll steuerpflichtig. Zusätzlich gibt es eine aggressive Vermögensteuer, die Bienes Personales, die auf dein weltweites Vermögen, Immobilien, Bankkonten, Aktienportfolios über einem relativ niedrigen Freibetrag erhoben wird. Die Sätze für im Ausland gehaltenes Vermögen sind dabei noch höher. Für vermögende Personen kann dies eine massive finanzielle Belastung darstellen. Wann wirst du steuerlich ansässig? In der Regel tritt die Steuerpflicht ein, nachdem du 12 Monate ununterbrochen im Land verbracht hast oder die Daueraufenthaltsgenehmigung erhältst. Genau hier liegt das strategische Zeitfenster. Man kann Argentinien mit einem Touristenvisum und gelegentlichen Visa-Runs in Nachbarländer oder mit dem Digital Nomad-Visum bis zu einem ganzen Jahr lang genießen, ohne in die volle Steuerpflicht zu fallen. Dies ist eine beliebte Strategie, aber sobald du dich für die dauerhafte Ansässigkeit entscheidest, schließt sich dieses Fenster. Zuletzt muss man die wirtschaftliche Realität verstehen. Die hohe Inflation bedeutet, dass das Leben zwar für Ausländer mit harter Währung günstig ist, aber nur, wenn man den inoffiziellen Wechselkurs, den Dollar Blue, nutzt. Du tauschst dein Geld nicht bei der Bank, sondern in inoffiziellen Wechselstuben, den Cuevas, um fast den doppelten Wert für deine Euros oder Dollar zu erhalten. Diese ständige wirtschaftliche Instabilität prägt den Alltag, führt zu schwankenden Preisen und erfordert eine gewisse Flexibilität und Gelassenheit. Argentinien bietet also einen faszinierenden, aber zwiespältigen Deal. Einerseits ist der Weg zu einem legalen Aufenthalt und einem starken Pass einer der einfachsten der Welt. Andererseits erwartet jeden, der den Schritt zur vollen Ansässigkeit wagt, ein strenges Steuersystem und eine volatile Wirtschaft. Die Entscheidung hängt letztendlich von deinen Prioritäten ab. Suchst du einen unkomplizierten Weg zu einem neuen Leben und einer neuen Staatsbürgerschaft in einem kulturell reichen Land? Oder steht für dich die finanzielle Stabilität und steuerliche Optimierung im Vordergrund? Argentinien kann ein Traum sein, aber man muss die Regeln des Spiels kennen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.